Der Microsoft Flight Simulator. Mehr als nur ein Stück Software. Für viele ist er eine Leidenschaft, eine zweite Heimat. Und manchmal auch ein Quell purer Frustration. Aber warum löst dieser Simulator bei uns solche Emotionen aus? Warum schreiben Menschen Romane in Foren, feiern Updates wie Feiertage oder zerreißen sie in der Luft, als wäre es eine absolute Katastrophe? Wir gehen heute tief rein in die Faszination, die Enttäuschungen und die Magie, die den Microsoft Flight Simulator zu einem der emotionalsten Projekte der virtuellen Welt macht. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Wenn man den Microsoft Flight Simulator zum ersten Mal startet, passiert etwas, das nur wenige andere Programme schaffen. Man steht da, sieht das virtuelle Flugzeug vor sich und begreift plötzlich, dass einem die gesamte Welt offen steht. Die fotorealistischen Landschaften wirken wie ein Tor in eine zweite Realität. Jeder kennt diesen besonderen Moment, wenn man zum ersten Mal das eigene Haus aus der Luft betrachtet. Ein Gefühl, das irgendwo zwischen Staunen und ungläubigen Kopfschütteln liegt. Es ist dieser Moment, in dem man vergisst, dass man vor einem Monitor sitzt. Man lehnt sich zurück, sieht den Horizont und spürt für einen Augenblick, wie die Gedanken schwerelos werden, so als hätte man die echte Welt kurz hinter sich gelassen. Und plötzlich ist da dieser Mix aus Nervenkitzel und kindlicher Freude. Das Herz schlägt schneller, wenn die Räder den Boden verlassen. Man ist nicht nur Spieler, man ist Pilot, Entdecker, Träumer, alles zugleich. Für viele erfüllt sich hier ein Kindheitstraum. Einmal selbst im Cockpit sitzen, die Triebwerke anwerfen, den Schubhebel nach vorne drücken und abheben. Und das Beste daran, man braucht dafür keinen Pilotenschein und keine reellen Flugstunden für tausende Euro. Der Microsoft Flight Simulator gibt uns das Gefühl völliger Freiheit. Wir können in Frankfurt starten und in Sydney landen oder einfach nur eine kleine Platzrunde über dem Heimatdorf drehen. Es gibt kein Level-Limit, keine unsichtbaren Grenzen, nur den Horizont, der sich immer weiter öffnet. Jeder Start ist wie ein ungeschriebenes Kapitel, jede Landung ein Punkt in einem fortlaufenden Logbuch unserer Erlebnisse. Manche Flüge vergisst man, aber die besonderen, die bleiben für immer. Diese ersten Gänsehautmomente bleiben unvergessen. Ein Sonnenuntergang über den Alpen, der Anflug auf einen Flughafen in Hongkong oder eine Nachtlandung in New York mit all den glitzernden Lichtern unter uns. Bilder, die sich ins Gedächtnis brennen. Und sie verbinden unsere echte Welt mit der Simulation auf eine Weise, die sofort emotional berührt. Und genau deshalb ist der erste Flug im Microsoft Flight Simulator nicht einfach nur ein Spielstart. Es ist der Beginn einer Reise, die dich nicht mehr loslässt. Einer der größten Gründe, warum der Microsoft Flight Simulator so emotional wirkt, ist die Community dahinter. Weltweit tauschen sich Menschen aus, geben Tipps, planen gemeinsame Flüge oder diskutieren über die kleinsten Details. In Foren, auf Discord-Servern, in YouTube-Streams und weiteren Netzwerken. Man ist selten alleine unterwegs. Es ist dieses Gefühl, Teil einer Crew zu sein, auch wenn man tausende Kilometer voneinander entfernt sitzt. Wir teilen nicht nur den virtuellen Himmel, wir teilen Geschichten, Momente und auch der Frust, das gemeinsame Leiden, verbindet. Seite an Seite durch Gewitter fliegen, bei Sonnenaufgang den Ozean überqueren oder Information über eine Stadt gleiten. Das sind Momente, die allein schon magisch sind, aber im Team zu Erinnerungen werden. Gemeinsame Erlebnisse wie Community-Flüge oder besondere Challenges schaffen Erinnerungen, die lange bleiben. Es ist fast wie ein virtueller Stammtisch, nur eben in der Luft. Man fliegt zusammen, erlebt dieselben Turbulenzen und denselben Sonnenaufgang und genau das verbindet. Natürlich wird auch leidenschaftlich diskutiert. Wenn ein Update kommt, dann gibt es Lobeshymnen oder hitzige Debatten. Manchmal wird sogar so emotional gestritten, als ginge es um weit mehr als einen Softwaretitel. Und das liegt daran, dass jeder hier Herzblut investiert. Man kauft Add-ons, übt Landungen, perfektioniert Flugrouten und wenn dann etwas nicht funktioniert, trifft es einen eben manchmal auch persönlich. Und egal, ob jemand gerade seine allererste Platzrunde dreht oder schon komplexe IFR-Flüge meistert. Hier zählt nicht, wie viele Stunden du im Cockpit hast, sondern die Leidenschaft, die dich wieder und wieder starten lässt. Es sind genau diese Menschen, die den Microsoft Flight Simulator lebendig machen.
Ohne diese Gemeinschaft wäre der Microsoft Flight Simulator nur eine großartige Simulation. Wo Leidenschaft ist, ist auch Frust nicht weit. Technische Probleme sind im Microsoft Flight Simulator leider keine Seltenheit. Wer kennt es nicht? Man plant einen mehrstündigen Flug, alles läuft perfekt und dann stürzt der Simulator kurz vor der Landung ab. Auch die Updates sind ein zweischneidiges Schwert. Manchmal bringen sie großartige neue Features, doch im gleichen Atemzug tauchen neue Bugs auf. Ein Flugzeug, das gestern noch tadellos funktionierte, kann nach einem Update plötzlich Probleme machen. Hinzu kommt die hohe Erwartungshaltung. Microsoft und Asobo haben große Visionen kommuniziert, vieles davon wurde umgesetzt, manches aber eben auch nicht so, wie es versprochen wurde. Und wenn man sich auf eine Verbesserung freut, die dann doch nicht wie erwartet kommt, ist die Enttäuschung groß. Emotional betrachtet ist es am Ende genau dieser Spagat zwischen Anspruch und Wirklichkeit, der den Microsoft Flight Simulator so besonders und manchmal so anstrengend macht. Wir ahnen, was möglich wäre und genau deshalb schmerzt es, wenn das Potenzial nicht voll ausgeschöpft wird. Aber vielleicht ist es gerade diese Mischung aus Licht und Schatten, die uns dranbleiben lässt. Denn tief im Inneren hoffen wir bei jedem Update, dass der nächste Flug der beste wird, den wir je erlebt haben. Der Microsoft Flight Simulator hat eine über 40-jährige Geschichte. Viele von uns haben mit Pixelwolken und groben Landebahnen angefangen. Wer die Anfänge kennt, der weiß, wie weit wir gekommen sind. Aus groben Texturen sind atemberaubende Landschaften geworden, aus simplen Polygonen detailverliebte Cockpits. Jeder Blick aus dem Fenster ist heute im Vergleich zu damals ein kleines Kunstwerk. Diese Entwicklung mitzuerleben ist ein eigenes emotionales Erlebnis. Es sind die Geräusche, die man sofort erkennt. Das Klicken eines Schalters, das Brummen der Triebwerke, der Funkverkehr im Hintergrund. Dinge, die uns damals nur in der Fantasie begleiteten, sind heute Teil jedes Flugs. Für manche ist der Microsoft Flight Simulator ein Stück Kindheit. Sie erinnern sich an den FS98, FS 2004, FSX und älteres. An unzählige Stunden, in denen man mit einer Hand am Joystick und der anderen am Keyboard die Welt erkundet hat. Damals war es ein Traum, einmal echtes Live-Wetter im Simulator zu haben, heute ist es Standard. Der Realismus, den wir heute erleben, ist beeindruckend. Live-Wetter, reale Flugrouten, exakte Flughafendetails, manchmal fühlt es sich an, als würde man nicht spielen, sondern wirklich fliegen. Und genau dieser Realismus sorgt dafür, dass sich das Ganze so echt anfühlt, dass man fast vergisst, vor einem Bildschirm zu sitzen. Manchmal reicht ein bestimmter Anflug oder eine spezielle Flugroute, um einen zurückzuversetzen an einen Moment, als alles noch einfacher war, aber die Begeisterung genauso groß. Dieser Nostalgiefaktor, kombiniert mit den heutigen technischen Möglichkeiten, macht den Microsoft Flight Simulator zu etwas, das für viele weit mehr ist als ein Hobby. Er ist ein Teil ihrer persönlichen Geschichte. Der Microsoft Flight Simulator ist damit nicht nur eine technische Weiterentwicklung, er ist ein lebendiges Archiv unserer eigenen Geschichte als virtuelle Piloten. Trotz aller Probleme, trotz aller Diskussionen, wir bleiben dem Microsoft Flight Simulator treu. Warum? Weil es kaum ein anderes Hobby gibt, das uns so viele Möglichkeiten bietet. Egal, wie viele Stunden man schon geflogen ist, es gibt immer noch neue Orte zu entdecken, neue Anflüge zu meistern und neue Herausforderungen zu bestehen. Die Lernkurve ist unendlich. Jeder Flug macht uns ein kleines Stück besser, egal ob wir die perfekte Landung auf einer kurzen Graspiste hinlegen, einen komplexen Langstreckenflug meistern, mit dem Segelflugzeug Bergregionen erkunden oder auf den Punkt mit dem Helikopter landen. Auch die Community spielt hier wieder eine zentrale Rolle. Man fühlt sich als Teil einer Crew, die ein gemeinsames Ziel hat. Die Leidenschaft fürs Fliegen. Selbst wenn der Frust mal groß ist, das Miteinander und die gemeinsamen Erlebnisse halten uns im Cockpit. Und dann ist da noch das Versprechen der Zukunft. Neue Features, neue Flugzeuge, neue Regionen. Die Reise ist längst nicht vorbei. Und genau diese Mischung aus Freude, Ärger und Vorfreude ist es, die uns immer wieder starten lässt. Der Microsoft Flight Simulator ist für uns mehr als nur ein Programm auf der Festplatte. Er ist ein Tor zur Welt, ein Ort, an dem wir träumen, lernen und wachsen können.
Er lässt uns in Sekunden von vertrauten Straßen in ferne Länder springen, schenkt uns wunderschöne Sonnenaufgänge und manchmal auch Stürme, die uns fordern. Ja klar, es gibt Momente, in denen wir fluchen, wenn ein Update schief geht oder ein Versprechen mehr Zeit beansprucht als ursprünglich gedacht. Aber es sind genau diese Tiefen, die die Höhen so unvergesslich machen. Jeder gelungene Anflug, jede perfekte Landung, jeder neue Ort erinnert uns daran, warum wir hier sind. Weil Fliegen Freiheit bedeutet. Also, egal ob du gerade erst startest oder schon tausende virtuelle Flugstunden hast, halte deinen Kurs, genieße jeden Moment und vergiss nicht, am Ende zählt nicht nur das Ziel, sondern jede nautische Meile, die wir gemeinsam zurücklegen. Bis zum nächsten gemeinsamen Flug, bleibt neugierig, bleibt leidenschaftlich und hebt immer wieder ab. Wenn dir dieser Flug heute gefallen hat, dann gib der Crew ein Zeichen, Daumen hoch, Checkliste abhaken mit einem Abo und die Glocke aktivieren, damit du keinen weiteren Start verpasst. Und vergiss nicht, deinen Kommentar im Logbuch zu hinterlassen, hier direkt unter dem Video. Wie immer bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.